So Leute und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extra. Ich bin es, euer MC. Ja, beim letzten Mal haben wir uns wieder in die Arena gewagt und wurden wieder von einer mysteriösen Präsenz gestört. Doch glücklicherweise hat uns diese einfach dann wieder in Ruhe gelassen, ohne dass wir genau eine Ahnung haben, wer dahinter steckt. Rani? Nun gut. Wie versprochen habe ich jetzt hier nochmal gelevelt. Das Leveln war so nervig wie noch nie. Ich bin nämlich zweimal Game Over gegangen und konnte nochmal von vorne anfangen zu leveln, Mann. Ich habe mir den Trigger geholt und das Item für Tiger, obwohl, habe ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hatten wir schon zuvor. Zumindestens, ich habe, wie gesagt, 3 Level nach oben gehört, haben wir sind jetzt Level 34, wieder 2 Level mehr als das geforderte Level, also denke ich, sollten wir stark genug sein. Und jetzt schauen wir einfach mal, was uns am nächsten Tag erwartet. Wir haben immer noch nicht die geringste Ahnung, wer unser nächster Kontrahent sein wird und ich hoffe einfach mal, die gute Rin kann uns Informationen geben. Yesterday, after entering the arena, I heard the blast. I head to the arena to see the aftermath. An attack that causes damage beyond the moon cell's capability to repair? You were very lucky. You would have never survived such an attack. If it hit you, you'd be dead right now. Stimmt, gestern als wir in die Arena gegangen sind, sind wir geflüchtet. Aufgrund einer mysteriösen Präsenz. Und diese Präsenz hat uns ja dann irgendwie so einen Schuss auf uns irgendwas geschossen, was auch immer. Und das sogar durch diese Barriere. Ziemlich merkwürdig. I wonder if that's really true. Luck only goes so far. Did my enemies miss on purpose? And if so, what would the reason be? As I stare blankly at the scars on the wall, I hear a voice call me from behind. Good morning, Maxie. Rin, what in the world caused this? Sometime yesterday, probably after you entered the arena, an explosion was heard here. I wanted to see what happened and came across this. Anything out of ordinary happened to you yesterday? I explained what happened to me to an increasingly worried Rin. After running into the arena to escape a sudden feeling of death, I heard a loud blast. After the explosion, the sense of my enemy presence suddenly and mysteriously disappeared. I get it now. There's a brief moment when entering the arena where you'd be defenseless. If that's the case, it's obvious that your opponent will do anything to see you dead. Well, good luck with that. Also, I have no clue as to why this attack failed. As she speaks, Rin glances at the wall once more and then sees as if she's just realized something. I wonder what she sees that I don't. This looks like the work of a berserker. It's obvious that the attack lacked any kind of control. A berserker? Hearing an explosion, I assumed it was a codecast attack. Could it have been a physical attack? Und welche Person hat nun noch mal einen Berserker? Rani. Also ernsthaft, Mann, auch unser Protagonist, unser guter Maxi hier, muss doch das langsam mal merken, oder? Aber na gut. That must mean that the enemy 7th class is Berserker. Don't jump to conclusion, but it had to be a physical attack to damage Seraph like this. Multiple lights. Information about my enemy attack is it's not their class, but any info is better than none. Thank you, Rin. As I express my thanks, she turns her face away a bit. I was only starting the obvious. What's troubling is that your enemy didn't press the attack. If your enemy made it this far, they couldn't be so incompetent to miss such an easy target. This is only a guess, but maybe they missed on purpose. Maybe they don't want to face you. Don't want to face me? But there are only enemies to be found in the Holy Grail War. Well, expect maybe Rin. I wonder, is there a reason for this conflict? All that awaits the losers where shall death. I told you I was only guessing, you idiot. I seriously doubted anyone that weak is still around. Rin closes her eyes and takes a deep breath, as if she's psyching herself for something. There's something I want to discuss with you. You have time to talk later? With a final shy glance, Rin turns and walks away. I wonder what she wants. I'll be sure to go talk with Rin later. Eine gute Idee. Und dann fragen wir mal noch so rum, wer hat denn noch mal einen Berserker? Leo kann es ja definitiv nun nicht sein.
Und es war auch klar, weil Leo hat uns ja auch schon gesagt, dass es nicht ist, kann es immer nur noch Rani sein, egal. As I try to organize what I know, I realize I don't have enough information. The enemy hasn't left any clues. At least with Julius, the servant might have been invisible, but Master was conspicuous. This time, both are mysterious. It's pointless to speculate. It's noon. Maybe I'll go to the cafeteria to nourish my brain. Okay, gehen wir zur Cafeteria. Nun gut. Ich dachte, wir gehen jetzt aufs Dach. Erstmal schauen wir mal, wie es unser guten Saber geht. Weil das sollte immer das Erste sein, was wir an jedem Tag eigentlich immer machen sollten. Erstmal mit der guten, lieben, netten Saber reden. So. Weil Saber hat immer so schönes Sachen zu sagen. Seitdem Sie ein Nobel-Fan des Wartmann. Was? War immer auch der schönste Moment. Und wenn ich gerade ruckle, es tut mir leid, ich muss meinen Popschutz hier ein bisschen einrichten. So. Oh, Saber plays with the hem of her red dress as she peeks. What could she want to sit straight? I don't know Saber perfectly, but I'm no ignoramus. 世の服装のことだ。英霊の中には少女の身でありながら、生涯を男装で過ごした騎士王もいると聞く。結果史実では男性と記されたとか。おそらく民を滑る手段として性別を隠したのであろう。あっぱれな心意気だが。世が男装を好むのはそれとは理由が違う。世は皇帝であるために男装をしているわけではない。単にこの格好が好きなだけだ。I'm seeing her flameboard side. Why did Saber bring this up? Is it important that I know about her cross-dressing? Or rather about her dressing habits? She's implying that... 単に男も女も大好きなのだ。世は性別に関係なく人間というものを愛している。なのでおかしな勘違いはしないようにな。世は男であろうと女であろうと気に入った人間には尽くすのだ。Saber pulls out her chest proudly, apparently immune to any pricks of conscience to the matter. Oh man, should I consider her remarkably humiliation or primitively perverse? Just when I think I've gotten to know her, she pushes aside this curtain to reveal more mysteries. Okay, Leute. Saber mag alles. Das ist doch schön zu wissen, Mann. So, sie hat uns ja eh schon gesagt, dass sie in uns verliebt ist, Mann. Saber, Mann. Du wirst irgendwie, umso mehr wir dich kennen. Anfangs war sie so eine super coole, unglaublich mächtige hier Kriegerin und jetzt wird sie irgendwie immer merkwürdiger. Aber auch immer lustiger. So. Essen. Was gibt's denn heute? Oh, hey there, Maxie. Let me guess. You're here to grab something for lunch, right? As I enter the cafeteria, I run into none other than Rin. Today's your lucky day. Instead of eating their slope, how about trying some of the lunch I made? The manual says that when a contest of wills come to an end pace, you fight with lunch. She made lunch for me? While I'm surprised she went through the trouble, it doesn't seem like anything out of the order for her. However, the whole "it's in the manual" thing is more than a little disconcerting. What's with that look on your face? In case you were wondering, I do know how to cook. It's just that it has been so long since I made anything, it took me forever to finish. So, what's going to be? Do you want to have some or not? Yes, of course I do. And despite her talk of food fights and scary manuals, I am strangely happy. Her show of kindness reminds me of my life before being forced into this brutal struggle. Why is this decision? I'll meet you in the classroom. Hurry before everything goes cold. It might have been my imagination, but Rin looked somewhat happy as she walked away. Considering her normally haughty demeanor, her act of kindness caught me off guard. Well, I should head at the classroom before Rin's lunch goes cold. Und wenn das passiert, wissen wir, dass es Tote geben wird, Mann. Wenn wir ihren Land verschmähen hier. Ich würde aber trotzdem ganz kurz, auch wenn das natürlich ganz unwichtig ist, ganz kurz hier weitergehen und hier mal kurz mit der werten Dame hier reden.
What do you want to soul alteration? Genau, ja. Okay, 9 Punkte haben wir. Hä? Oh, ach so, ich dachte, da steht jetzt ein Minuspunkt. Nee, aber jetzt sind wir A+. Das ist natürlich geil, Mann. Natürlich hier, das passt schon so. Jetzt sind wir A+, Mann. Ey, Leute, Mann. Es gibt A+, A+, plus, A+++, und dann gibt es noch S. S werden wir definitiv nicht erreichen. Ich glaube, da muss man wirklich alles reinpushen, wirklich in Stärke. Aber ist schon mal nicht schlecht. So. Und dann sofort nicht in den ersten, in den zweiten Stock möchte ich. Bitte faul umzugehen. Und dann schauen wir mal, was die denn hier Leckeres für uns vorbereitet hat. Hey, you're late. It's been ready for a while now. Let's eat. I trust I'm not interrupting anything important. Rani. Oh, Maxi Shepard. It's you. I decided to try my hand at cooking. Care to have a taste? Tu, Rani. Auch du, Rani. I wonder what's gotten into the two of them. What the hell are you up to? And why did you show up here all of a sudden anyway? I'm not up to anything. I happened to come across some recipes and ingredients for survival rations. And given the current situation, I do not believe my discovery was merely a coincidence. I've been looking for you, Maxi Shepard, because I think you'd appreciate these rations. Am I interrupting anything? Damn straight you are! What crimes against the culinary arts did you commit anyway? No need to be so rude. I assure you anything is not only edible but delicious. The two glare furiously at each other. Well, as they say, the more the merrier, right? Uh-oh, Rin wird uns töten. To be honest, I'm curious to see what Rin cooked up. Well, I guess being able to see what Atlas replicants eat is a rare opportunity. Okay, I accept your challenge. Just remember that I, too, am an A-class magus. Come, sit down over here. Oh, come on, Rin Tohsaka. It'll be fun for some of us. Why you are so nonchalant all of a sudden? It seems totally out of your character for you. Funny, I was going to say the same thing about you. Aren't you supposed to be the irrational magus? Rani ist gefährlich. Okay, Leute, jetzt müssen wir uns entscheiden, welches Essen besser ist, Mann. Das könnte ein schlimmer Moment werden. Das erinnert mich an Move Loof. Da musste man sich auch mal entscheiden, welches Essen besser ist. Also es gab einfach die Option, Sumikas Essen, Meyas Essen oder weglaufen. Und weglaufen war immer die beste Option. After the brief exchange, so we all sat down and began to eat the lunches both girls had made. Rin lunch consists of Chinese food, such as chili, shrimps and spring rolls. Hört sich lecker an. Lunch rounds consists of exotic Egyptian dishes. Don't be shy, Maxi Shepard. Eat up. Here, try this. Jetzt kommt Rin, sagt, bah, und schlägt es ihr aus der Hand. Before I can respond, Rani proceeds to shove a forkful of ground meat into my mouth. As she keeps feeding more to me, Rani mentioned that this dish is called kofta kebab. The scent, flavor and texture of the dish all came together in perfect harmony. If you liked it, just wait until you try some of the other dishes I made. Next up on the menu is a dish Rani says is popular in Egypt called kushari. Wow, this is awesome too. Urge to kill rising. Try this too. Try this one. Leute, Mann, ich mag Rani nicht. Ich finde sie komplett unsympathisch. Ich finde es so lustig, wie Rin sich darüber aufregt. Tja, die Lust zum Morden steigt. She hands me the Egyptian versions of falafel called tamea, which is made using fava beans. Wow, everything tastes so good. Rin, why don't you try some? As soon as I said those words. No, thanks. Standing appropriately, Rin began to hastily pack up the lunch she had made. Rin, hey, is there something wrong? No, it's nothing. I've had enough of everything. It's time for me to be going. With that one word, she stormed out of the room. She seems not quite herself. Was it something I said? Du bist so ein Depp, Mann. Don't worry about her. Let's just enjoy the rest of the lunch, shall we? Nein, ich will nicht. Of course, my servant decides that this is the perfect time to make their presence known.
Preta, the way you handled that situation with those girls greatly disappoints me. To make matters worse, your behavior was boorish and intensely in the extreme. She obviously went through a great deal of trouble just to make something special for you. Though she may be our enemy, I feel you should make somehow, perhaps with a gift of salt. Your inability to appreciate the subtleties of a woman's emotions is appealing. No, go after her! After being thoroughly berated by my servant, I found myself bolting out of the classroom. But despite my best efforts, I was unable to find her that day and make things right. What I did to Rin at lunch was pretty toothless. I need to find her and apologize. Now I need to find her. Rin, deine Essen schmeckt mir doch viel lieber, Mann. Ey, ich finde den guten Maxi hier komplett blöd, Mann. Ich hätte zu der doofen Rani gesagt, Rani, kannst du alleine essen. Ich weiß dass du unser nächster Feind bist. Und Entschuldigung, aber ich werde dich als nächstes töten. Wenn das dir nichts ausmacht, kannst du was Cooles zu sagen. Leider, das ist so ein Standardsatz. Und ganz ehrlich, ich habe doch viel lieber Rin bei mir, Mann. Besonders, wenn es so lustig ist, Mann. Okay, dann sage ich Servus, Nero, Lady Nero. Mit einer Vorliebe für Männerkleidung. Und dann würde ich sagen, wir wissen natürlich, wo sich die gute Rin befindet, und zwar auf dem Dach. Dann gehen wir kurz mal zu ihr und schauen, ob wir uns bei ihr entschuldigen können. Oder ob sie uns jetzt ihr chinesisches Essen in den Rachen steckt, bis wir ersticken aus Rache. First, I ought to apologize for what happened at noon. I'm sorry, Rin. Whatever do you mean, Maxi? Rin has a stern expression. Damn, I knew it. She's still angry. I still tell her how my old servant lectured me afterward and what I realized. I didn't mean to slight Rin's cooking. It was insensible me to brush Rin off like that. And it was even worse to have said such insensitive things. I will be more sensitive in the future, so if you can find it in your heart to forgive me. I mean, please forgive me. I'm sorry. I won't do it again. Having run clean out of ways to apologize, I wait her response with bated breath. You're sorry for what you've done to me. Deeply. Next time, will you actually try to enjoy what I tried so hard to make for you? Of course. Sorry, that's not possible. Oh, na. Natürlich. Ich verspreche es, Rin. Of course, I promise. You're hopeless. Alright, I forgive you this time. Good. I'm relieved when I see Rin smile. Is there anything I can do as a token of my apology? Yes, already I have something that I meant to talk to you about over lunch, so please listen up. Gotcha, tell me whatever you want. I have no info on your opponent. This is 1,000 times worse than dealing with Julius. The only clue we have is the fissure in the wall on the first floor, next to the arena. But regardless of what you know and don't know, and still must prepare as best as you can. With that in mind, I've been making you some formal wear. It should be ready tomorrow. She's been making me something? And meanwhile I... Okay. Enough talk! You are to go explore the arena more, so I won't keep you any longer. Yeah, I ought to head to the arena as soon as I can. Oh, but there's something I should say before I leave. Thank you. I look into Rin's eyes as I give my thanks, hoping she'll realize just how serious I am. Yeah. I feel like a weight being lifted off my shoulders. Time to go to the arena. Okay, ein romantisches Date hatten wir heute, fast zumindest mit der guten Rin. Die blöde Rani hat alles kaputt gemacht. Maxi hat sie auch nicht so gut angestellt, aber ich meine, hätten wir ein schönes romantisches Date eingekommen, dann wäre Saber erstmal aufgedacht, er hat gesagt, meine Erzfeindin. Und jetzt schauen wir mal, was in der Arena kommt. Vielleicht werden wir wieder angegriffen. We don't have a clue as our opponent's identity. That can't possibly be good. Since investigated would be futile right now, we should focus on training on the arena. Indeed, we must do what we can now. It may be boring, but it's an important task nonetheless. Have you prepared for entering the arena? If we are to train, we must have the necessary items.
Meine liebe Saber. Übrigens, das ist die schöne kaputte Wand. Ich habe hier schon genügend gelevelt in der Arena. Aber wir gehen trotzdem kurz mal in die Arena. Nicht nur, weil wir es müssen. Ich will unbedingt schauen, was unser... Übrigens, das sind meine Erzfeindgegner, Mann. Wenn ich was machen darf. Die hier. Die haben mich immer getötet, diese Drecksgegner, Mann. So, ich möchte nämlich... die sollten mich sogar noch angreifen. Weil die geben eh so wenig Erfahrungspunkte. Ich will meinen... Machen wir... Break... Skill. Was haben wir hier Neues? Fount of Chronos. Inflicts stun on an enemy when using guard. Krass. Ja, das ist eigentlich nicht so geil. So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir was Neues. Blossom of Damage Enemy. Required to use normal Phantasm. Ach so. Okay, das wirkt also nicht, wenn ich das jetzt einsetze. Ich setze trotzdem mal das ein. So, und dann machen wir hier Thunderous Uploads. Dann komm. Scheiß drauf. Und das klappt jetzt nicht, oder? Wie ist das zu verstehen? Ja, failed. Okay, also es klappt nur, wenn ich mein Noble Phantasm einsetze. So. Bam. Das Problem ist, ich werde nicht was gegen einen Standard gegen mein Noble Phantasm einsetzen können, weil entweder ich sterbe oder sie sterben. Ich kann das unmöglich so weit rauszögern, dass die das gegen mich, dass ich 3 Runden gegen die bestehe, Mann. Ich muss ja dafür töten. Ich kann ja nicht nur verteidigen, weil wenn die ganze Zeit Break machen, dann bin ich down. Down bin ich dann. Obwohl, warte mal. Ich teste jetzt einfach mal. Komm, Leute. Ich will jetzt mein Noble Phantasm einsetzen, Mann. Einfach, weil das so krass aussieht, Mann. Und weil es selber awesome ist, Mann. Gut. Komm, mein kleines Würmling. Komm her. Ich defende nur. Komm, das sieht doch gut aus, Mann. So. Defend. Ist mir doch scheißegal, Mann. Komm, das geht schon. Even. Sehr gut. Oh nein! Das ist natürlich scheiße. Alter, wie soll ich bitte 3 Runden... Ja, genau, Break, Mann. Mach. Alter, wie soll ich da 3 Runden... Das ist zu schaffen, Mann. Okay. Zur Sicherheit heilen wir uns nur. Nicht, dass wir jetzt noch Game Over gehen. So, und defend. Nein, warte, hier. Greif mal an. Und da defenden wir, okay. Sehr gut, mach kein Problem. Ich heile mich. Wow! Der Move sieht so cool aus. So. Genau, Break mich, kein Problem, Mann. Oh nein, jetzt ist er fast down. Okay, er muss noch eine Runde noch überleben. Defend. Ich weiß, das tut weh. Aber das ist schon okay. So, hier machen wir dann zur Sicherheit. Oh, das könnte echt wehtun. Ich meine, mir ist das jetzt wurscht, wenn ich Game Over gehe. Aber trotzdem. Er darf nur nicht einmal eine Standard-Attacke machen. Schau ich mal an, der breakt mich jetzt dreimal. Der haut mir jetzt sein Ding, sein Special Move haut mir jetzt um den Kopf, Mann. Das tut weh. Sein extra Move. So, jetzt hat er eine Kette. Das ist mir aber ziemlich wurscht, weil ich habe mich wieder hochgeheilt. So. Ja! Leute! Noble Phantasm Zeit! Fear of Donga. Der stirbt zwar eh schon davor, aber egal, Mann. Wow, unsere Reality Marvel, Mann. Oh, so awesome, Mann. So awesome, Mann. Okay. Lohnt sich nicht immer, das zu wirken, weil ich meine, also gegen Standardgegner hier überhaupt so weit zu kommen, Mann, das ist echt anstrengend, aber es sieht halt so geil aus, Mann. So, machen wir einen coolen Punch ins Leere und dann würde ich sagen, verlassen wir die Arena. Ich meine, wir sind Level 34, wie gesagt, wir sind 2 Level über dem geforderten Level, also passt das schon. Oh, Leute, Mann. Unser Noble Phantasm, Mann, das ist so geil, Mann. Alter, Mann, das ist doch ernsthaft. Okay, ich meine, wir hätten Archer, der hätte auch eine Reality Marvel sein, I am the bone of my swords und so weiter. Aber trotzdem, Mann, unsere ist auch nicht viel schlechter. You don't have to tell me, I'm perfectly aware 3 days have passed and we still know nothing. To rely on that woman's formal wear once counter to my values, but I shall permit it. However, if you had bolstered my strength, such a thing would be unnecessary. You know what you must do. Devote yourself to the arena and supply me with your usual magic. Hey, wir sind Level 34 selber. Haben wir das denn schon gut genug gemacht? Ich würde sagen schon. So, wir wissen, dass es Rani ist, wir wissen, dass sie einen Berserker hat und eigentlich weiß ich schon alles. Und ich weiß, dass sie so ein Homunculus-Ding ist. Und ja, aber mal.
Wenn das nicht genügend Informationen sind, dann weiß ich auch nochmal. Wie auch immer, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal schauen wir mal, was wir nicht in Erfahrung bringen können an diesem Tag. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen, ciao.